Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Erstmal von meiner Seite aus einen frohen dritten Advent an euch alle. Ja, und ich hoffe, ihr habt bisher die Weihnachtszeit gut durchlebt und ja, es liegt vielleicht auch schon ein bisschen Schnee bei euch. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Bei uns ist es auf jeden Fall der Fall und das, ja, so ein bisschen, so ein kleines bisschen Weihnachtsfeeling kommt auf jeden Fall schon mal durch. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum Video. Und zwar haben mich immer noch nach wie vor sehr viele Leute gefragt, ey, was ist eigentlich mit Turor? Was macht der so? Auf welchem Stand ist der? Spielt er überhaupt noch? Und ja, die Frage kommt immer hin und wieder, weil ich ja dann in der letzten Zeit immer mal das Projekt so ein bisschen begleitet habe von Turor, der stärkste Assassine der Welt werden möchte, aber erst vor kurzer Zeit angefangen hat und das eben durch sehr viel Geld ausgleichen möchte. So, ne? Ihr kennt die Serie, wenn nicht, dann schaut gerne mal ja, die letzten Videos an. Und ja, wir gucken heute mal rein. Er spielt ja hier auf dem Server S7 in der Gilde Cosa Nostra. Und ja, hier ist er auf Platz 49. 428 ist er jetzt mittlerweile und ja, das hatte ich heute halt gesehen und habe mir gedacht, das kann man gleich so als Anlass nehmen, darüber ein bisschen zu quatschen. Und zwar fällt euch wahrscheinlich schon direkt auf, ey, der Turor, sag mal, ist das so ein harter Typ oder ja, hat er kalte Füße, so, ne? Also braucht er Schuhe, braucht er keine Schuhe, man weiß es nicht. Aber natürlich kommt es dadurch, dass der Turor das Achievement mitnehmen wollte zum Nikolaus, der ja am 6. Dezember gewesen ist. Und ich zeige euch mal ganz kurz, welchen Tag wir heute haben. Hier, der 11.12. ist heute, ja. Das heißt, ist schon ein paar Tage her und ja, das spricht leider für eine Sache, die ich nicht so gut finde, aber ja, wo man halt sagen muss, das benutzen halt leider viel zu viele Leute so, wogegen man eigentlich irgendwie was gegen machen müsste. Und zwar, ja, der Turor hat sich natürlich nicht nehmen lassen, das Achievement mitzunehmen. Und ich weiß auch nicht, wie aktiv er hier noch spielt, aber ich gehe mal von aus, er wird täglich wahrscheinlich seine Alu machen, seine Abenteuerlust und dann war's das. So. Ich glaube, viel mehr passiert hier einfach nicht auf dem Account und das ist ja auch alles in Ordnung, weil ja, er macht ja sowieso Dungeon-Pause etc. pp. Ne? Das kann ja alles sein, dass er später nochmal irgendwann richtig durcheskaliert und so. Wir werden mal schauen, was beim nächsten legendären Dungeon der Fall ist. Ob da irgendwas passiert in irgendeiner Art und Weise, wird er jetzt wahrscheinlich bald kommen. Und dann gucken wir da nochmal, werfen wir nochmal einen Blick drauf. Gerade auch deswegen ganz gut, jetzt das Video zu machen, um halt zu schauen, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt. Aber für mich sieht es halt einfach so aus, als ob ja, der Account von einem ja, Bot gespielt wird, weil ich glaube, jeder Spieler, der selbst Hand anlegt und selbst die Alu klickt, den wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass die Schuhe nicht mehr angelegt sind. So. Und das könnte natürlich sein, ne? Ich will natürlich keine Unterstellung machen, ne? Deswegen möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es könnte natürlich sein, dass er das jeden Tag bisher übersehen hat seit dem 6. Dezember so und oder zu faul ist, die Schuhe anzulegen. Aber ich glaube halt einfach, da ist ein illegales Hilfsmittel am Werkeln, was für ihn dann halt die Alu klickt. Ich habe jetzt keine Vergleichswerte zu den letzten Tagen seit dem 6. Dezember, aber ich weiß, dass halt ein paar Leute hier auch in der Gilde sind, die auch hier zuschauen auf YouTube und die können mir ja mal sehr, sehr gerne schreiben, ob der Turor hier noch jeden Tag online ist oder ob er, ja, keine Ahnung, ob er vielleicht die letzten Tage offline war seit dem 6. Dezember und deswegen nicht mehr die Schuhe angelegt hat. Aber wenn er jeden Tag online ist, dann ist es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, das zu übersehen, dass da was fehlt im Inventar hier so, ne, beziehungsweise hier bei den Ausrüstungsgegenständen. Deswegen, ja, sonst hätte ich selbst mal drauf geschaut, ob hier die Stat-Punkte weiterhin gestiegen sind. Ihr seht,
Ich hatte mal vergleichsweise in letzter Zeit, das ist aber schon ein bisschen her, ein paar Monate geguckt, ob die Stats noch wachsen, und sie wachsen noch, ja, nicht mehr viel, aber jeden Tag ein bisschen, und das spricht halt dafür, dass er jeden Tag wahrscheinlich die Alu durchklickern lässt, ja, ja, deswegen so ein kleiner Wachstum da ist, vom Level halt her auch, aber wie gesagt, wäre auch alles gar nicht schlimm, weil er ja sowieso in der Dungeon-Pause ist, und deswegen, was will er hier großartig, durchklöppeln an Dungeons, und das macht ja gar keinen Sinn momentan gerade. Ja, das wollte ich euch zeigen. Wie gesagt, ich bin gespannt. Wir können morgen mal schauen, ob sich hier was verändert hat an den Statpunkten zu heute, oder jemand aus der Gilde weiß da halt jetzt schon ein bisschen mehr und kann da schon in den Kommentaren verraten, ob er trotzdem noch jeden Tag online ist. Aber das ist halt sehr sass an der Stelle. Ja, das zu Turor. Wir werden mal gucken, wie es die nächsten Tage da weitergeht, jetzt auch in Bezug auf den Legendary Dungeon. Und ja, ich bin da auf jeden Fall schon guter Dinge. Ich freue mich da schon übelst drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ne? Mal schauen, was es da wieder alles so gibt zu dem Weihnachtsdungeon. Und ja, wir befinden uns hier momentan im Hintergrund gerade auf dem Battle Mage Stufe 590. Hat der vor kurzem erreicht, durch das Kalender-Level-Up hier, ne, vor 3 Tagen. Ziemlich nice. 10 Level fehlen noch bis zur magischen 600. Dann ist das mein zweiter Account, der 600 plus ist. Bin ich sehr stolz drauf. Battle Mage nach wie vor eine Klasse, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich sage es jedes Mal und bereue es nicht, diese angefangen zu haben. Ne? Auch mit der Gilde hier natürlich auch top am Start. Auf dem Server bin ich jetzt gerade auf Platz 9. Muss sagen, ich bin häufig auf Platz 5. Ich habe jetzt meine Alu und hier heute noch nichts weiter gemacht. Wenn ich meine Alu mache und meine Angriffe, dann stehe ich da wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser da. Ja, aber allerdings switcht es halt so zwischen Platz 5 und Platz 9 momentan gerade. Und ja, damit bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Wir können gleich mal in die internationale Ehrenhalle schauen, wo wir da momentan gerade stehen. Wir machen natürlich auch nur einen langsamen Progress, trotzdem geht es voran. Und gucken mal. Platz 36. Also es ist gar nicht mal so langsam, wie ich gedacht hätte. Ne? Also Black Bull is rising. Ja, die Battle Mage Gilde holt mit starken Schritten auf Platz 36. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt irgendwas um die 40er gedacht, aber da sind wir ja schon fast mit der zweiten Gilde hier in den Top 31 vertreten. Holy shit. Alter, das geht ja richtig ab hier. Also da sehe ich wirklich Potenzial. Guck mal, vor allen Dingen hier. Wir haben W20, was ja auch ein Jubiläumsserver, ne? Ist ja ein runder Server, ist ja immer gehypter als so ein 0815-Server, der so in der Mitte irgendwann gestartet ist. W20. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir gegen die gekämpft jetzt, oder was? Ne, das ist Wild Horde. Ach nee. Ach doch. Warte mal. Black Bull. Wir haben gegen Wild Horde gekämpft. Und haben sogar gewonnen. Ja, wo stehen die jetzt? Wo ist jetzt Wild Horde? Ach, da oben, Platz 32. Ah, siehst du? Ja, also da ist wirklich noch, also krass. Bin ich sehr gespannt. Ey, ich begleite das mal ein bisschen weiter noch hier und gucke mal, wie sich das so verhält. Guck mal, hier sind ja wir, Platz 16 gerade und 36. Bin ich super happy, dass wir da jetzt hier so gut performen in der internationalen. Celtic natürlich wieder ein bisschen abgestiegen. Da könnte man natürlich auch ein bisschen höher sein, aber das kommt mit der Zeit auch alles. Ne? Ja, das so auf jeden Fall die Updates. Ne? Auf dem Battle Mage weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mich da so großartig equippen möchte. Es gibt 1, 2 Items, hier die Schürze, die Schmuddelschürze, die kann man wechseln. Oh, Schuhe auch, sehe ich gerade hier. Da geht ein bisschen was, aber da mache ich halblang. Also da gucke ich, wie die Items kommen, und wenn sie nicht kommen, dann ist auch nicht so wild. Also hier mache ich einen gemütlichen, sag ich mal, auf dem Server. Ja, auf meinem Main, wie gesagt, versuche ich halt eine Waffe zu finden, eine schöne. Ja, und auf W50, da muss ich eigentlich auch eine neue Waffe finden. Ich weiß nicht, ob andere Items so essentiell wichtig sind, aber die Waffe wäre wichtig, weil die Waffe habe ich auf dem Krieger letztes Mal also eine gute Waffe, ich glaube, im letzten Dungeon nicht gefunden. Das ist schon ein bisschen her. Ne? Also da kann man definitiv ein bisschen angreifen. Ja, die Items sind halt auch schon wieder ein bisschen älter hier, ne? Aber die Waffe ist halt noch älter.
ja, mal gucken, was so auf uns zukommt. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, damit ihr auch wisst, wie es jetzt hier auch so um Turor steht. Wie gesagt, wir können mal gerne drauf gucken, ob sich die Statpunkte verändern und die Schuhe trotzdem ausbleiben. Dann kann man halt eventuell ja, darauf hinweisen, ne, dass er ja, immer vergisst natürlich seine Schuhe anzuziehen selbst. Ne? Ja, weil das erledigt natürlich kein illegales Hilfsmittel, das ist klar. Das muss man dann schon selbst machen. Ja. Gut, Leute, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.